In Teil 1 testen wir die Moza R9 Wheelbase und das GS Steering Wheel. Dieses Paket könnt ihr von nun an über einen längeren Zeitraum in meinem Simracing Testcenter unter die Lupe nehmen. In Teil 2 gibt's den direkten Testvergleich mit Fanatec DD Pro. Heute gehen wir auf alle Details von A bis Z ein und am Ende gibt's den ausführlichen Rennstreckentest samt Fazit und der Kaufempfehlung. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Bundle wurde über den in Deutschland ansässigen Distributor SimMotion vermittelt und von Moza Racing zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Doch nun kann's losgehen. Zuallererst der Überblick. Mit dem Moza R16 Bundle habe ich das Unternehmen vor einem halben Jahr in meinem Kanal vorgestellt. Hinter Moza Racing steht ein globaler Player namens Goodson, welcher seit 10 Jahren High-End-Kamera-Stabilisierungssysteme, auch unter dem Begriff Gimbals, anbietet. Mit Moza Racing steigt Goodson nun ins Simracing-Geschäft ein und beliefert weltweit Distributoren, wie eben auch SimMotion in Deutschland, mit Simracing-Peripherie. Mittlerweile hat Moza Racing 3 Wheelbases, 2 Pedale, Dashboards und Lenkräder im Programm. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Moza Portfolio ist in Deutschland, wie bereits erwähnt, über den ansässigen Distributor SimMotion verfügbar. Im Gegensatz zu Direktimporten aus China müssten dann klarerweise keine Importgebühren innerhalb von Europa bezahlt werden. Inklusive Steuer werden für die Moza R9 Wheelbase 479 € fällig. Das optionale CM HD Dash und eine Tischklemme können für 159 bzw. 65 € erworben werden. Als Farbe wird die R9 Wheelbase vom Hersteller in Schwarz sowie von mir getestet oder in Weiß angeboten. Das Moza GS Steering Wheel kostet 499 € inklusive Mehrwertsteuer. Weiteres Zubehör wie ein Side-Mount Bracket oder ein E-Stop-Notausschalter sind auf der Moza Racing Homepage gelistet. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Moza Racing R9 Wheelbase samt Schrauben für die Montage, Stromversorgung, USB-Kabel und eine Bedienungsanleitung. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Gleiches gilt für das GS-Lenkrad, das mit Werkzeug, einem Dämpfungspad für die Shifter und Aufklebern zu euch kommt.
Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Upgrade-Möglichkeiten. Wie eingangs erwähnt, gibt es diverse Erweiterungsmöglichkeiten, wie eine Tischklemme, einen Side-Mount, ein Dashboard und so weiter. Einige davon sind bereits auf der SimMotion Homepage gelistet. Andere könnt ihr auf der Moser Racing Homepage einsehen. Kapitel Nummer 4, das ist die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei Moser Racing um ein geschlossenes System, welches mit den eigenen Moser Racing Lenkrädern kompatibel ist. Drittanbieter-Lenkräder können mit dem optional erhältlichen Moser Quick Release Adapter betrieben werden. Mit diesem können dann alle Lenkräder mit dem gängigen 70 mm Lochkreisdurchmesser verbunden und via USB-Verbindung zum PC oder eben drahtlos, wie erst kürzlich mit Cube Controls F Pro Lenkrad gezeigt, genutzt werden. Die Kompatibilität der R9 Wheelbase mit der Montage am Rig wird über ein 4-Loch-Bild gewährleistet, welches dieselben Lochabstände wie bei Fanatec mitbringt. Die passenden M6-Schrauben samt Inbusschlüssel sind im Lieferumfang mit bei. Das GS-Lenkrad wird über den Moser Quick Release direkt mit der Wheelbase verbunden. Schauen wir uns das Quick Release System am besten live am Rig an. In Sachen Quick Release alles gleich wie damals beim R16 Review. Ihr seht bei dem Quick Release, wie ich das bereits vorher im Kapitel Technik gezeigt habe, ihr zieht an diesem Ring, ihr nehmt das Ding ab und die Sache ist erledigt. Das funktioniert wunderbar einfach über diesen Überwurfring, über diese Kugeln. Achtet beim Aufsetzen dann immer darauf, ihr habt die 6 Kugeln, ihr seht das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kugeln oberseitig, wenn die Pfeile, diese Kontaktpfeile nach rechts zeigen. Und wie bereits gezeigt, habt ihr diese 6 Kugeln oberhalb direkt beim Moser Logo. Und wenn ihr dies dann wieder gerade aufsetzt, Lenkrad gerade aufsetzen, draufdrücken mit einem lauten Klack, dann rastet dieses Ding ein und die Sache ist erledigt, ihr seid wieder ready to go. In Sachen Stabilität, Quick Release, darüber brauchen wir nicht mehr reden, auch das haben wir bereits im R16 Review getestet. Ihr seht, ich nehme jetzt die Kamera mal etwas näher zu euch, dann können wir uns das direkt hier live angucken und hier noch etwas runterstellen. Das heißt, wartet mal, ich hoffe, ihr habt hier jetzt einen guten Blick drauf. Hier nochmal abgezogen. Der Quick Release wiederum seitenrichtig aufgesetzt. Und das Ding rastet ein und erledigt. In Sachen Spiel, das seht ihr, wenn ich hier anfange zu biegen am Lenkrad. Das einzige, was sich verbiegt, ist mein Wheeldeck des RaceX Cockpits. Wenn ich das etwas mal mit der Hand fixiere und ich hier fest gegen das Lenkrad drücke, seht ihr, mein Wheeldeck gibt einfach etwas nach. Aber die Verbindung zwischen Lenkrad, dem Quick Release, dem Motor, dem ganzen Innenleben der Motorachse, das ist hier einfach absolut spielfrei gelöst und das spürt ihr so direkt auch auf der Rennstrecke. In meinen Augen nach wie vor die beste Quick Release Lösung, die ich bei meinen getesteten Wheelbases am Start hatte. Auch Chemos hat dies so gelöst. In meinen Augen vorbildhaft, auch für alle anderen Hersteller. Ihr habt eine Stromübertragung über diese Pins und ihr habt die Datenübertragung dann über eine Schnittstelle. Das heißt, die Wheelbase und das Lenkrad kommunizieren miteinander. Und in meinen Augen eine perfekte, sehr ausgereifte, sehr gute Lösung. Was passiert, wenn du das Lenkrad etwas schief hier aufsetzt? Gar nichts, du bekommst dies einfach nicht auf die Wheelbase drauf. Hier nicht mit Gewalt drücken, dies muss alles wunderbar einfach mit 2 Fingern gehen. Das siehst du hier, drückst du drauf mit 2 Fingern, das Ding rastet ein und du bist ready to go. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität, Plattformen und Software. Das Moser Racing Paket ist uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. Ein Konsolensupport ist derzeit nicht gegeben. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Eine Auflistung, die findet ihr auf der Moser Racing Homepage. Über meine getesteten Anwendungen sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten. Nächstes Kapitel, Kapitel Nummer 6, die Power.
Die Moser R9 Wheelbase bringt laut Hersteller ein Spitzendrehmoment von 9 Newtonmeter an die Motorachse. Lasst uns dies am besten wieder live am Rig überprüfen, inwieweit die Werksangabe erreicht wird. Okay, liebe Community, ihr seht mich hier beim Force Feedback Strength Test. Es ist gar nicht so einfach rauszufinden, aber ich gebe wiederum mein Bestes und ihr seht relativ gut die Peaks hier. Ich habe um gute 10 Kilogramm, um die 10 Kilogramm maximal Peak rausgemessen. Ihr seht das Force Feedback voll raufgeknallt über den Force Feedback Multiplier. So sollte nicht unterwegs sein. Ihr seht alles hier im roten Bereich, die Effekte oben werden abgeschnitten, aber hier geht es einfach um den Maximaltest. Ja, und das Ganze bewegt sich im Bereich 10 Kilogramm, die hier die Moser R9 raushaut. Ihr merkt das auch an meiner Handhaltung und leichten Pressatmung. Das ist mit einer Hand schon relativ schwer hier zu bewerkstelligen. Das heißt, hier ist richtig Power dahinter. Und wir werden dies jetzt ausrechnen über den Hebelweg zur Mitte, wie viel Newtonmeter Drehmoment dann wirklich an der R9 Wheelbase im Maximalszenario, das heißt bei den Peaks, bei den Spitzen anliegt. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die R9 Wheelbase damit verglichen mit der Fanatec 8 Newtonmeter kräftigen CSL DD bzw. Pro samt Boostkit um gut 10% darüber. Im zweiten Teil werden wir dann ausführlich auf den direkten Kraftvergleich eingehen und testen, ob sich dieser Unterschied auf der Rennstrecke bemerkbar macht. Kapitel Nummer 7, die Technik. Direct Drive Wheelbases, wie die hier vorgestellte Moser R9 Wheelbase, unterscheiden sich von den herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei den Direct Drive Wheels, bei den DD Wheels abgekürzt, sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, damit die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei direkt ans Rim, an deine Hände übertragen werden können. Über die technischen Unterschiede haben wir des Öfteren in meinem Kanal gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung der R9 Wheelbase erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Ich habe während des Renneinsatzes öfter mal die Temperaturen rausgemessen, dies blieb alles im absolut grünen Bereich. Alle weiteren technischen Details und Abmessungen, die sehen wir uns am besten wieder live und direkt an der Base und dem Lenkrad an. Wenn ihr die Moser R9 Racing Wheelbase ausgepackt habt, dann habt ihr so ein mittelschweres, extrem kompaktes Ding in der Hand. Gucken wir uns die technischen Daten jetzt am besten live an. Wir haben ein Gewicht, das die Moser R9 auf die Waage bringt von, das muss ich euch jetzt hier in die Kamera drehen, 4,6, ja, gute 4,5 Kilogramm. Welche wichtigen Daten kann ich euch noch bereitstellen? Ihr habt wichtige Maße bezüglich der Wheelbase. Das Gehäuse kommt mit einer Länge von gut 130 mm, inklusive Quick Release. Da sind wir bei um die 250 mm. Ihr habt eine Breite des Gehäuses von knapp 160 mm und eine Höhe von, was sind das, um die 125 mm. Das sind mal die wichtigsten Abmessungen. Ihr habt den bekannt massiven Quick Release, den ihr auch von der Moser R16 so kennt. Hier mit einem Durchmesser von knappe 60 auf gute 70 mm und dann in der Aufnahme sind wir hier bei 41 mm. Gucken wir uns rückseitig die Anschlüsse an. Ihr habt, ich halte euch das etwas näher hier an die Cam, ihr habt von links nach rechts beginnend, ihr könnt das Dashboard hier anschließen, den E-Stop, das heißt den Notausschalter, ihr habt den USB-Anschluss, den Power-Anschluss vom Netzteil und hier den Ein-Ausschaltknopf, den ihr etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten müsst, um das Ding ein- und wiederum auszuschalten. Was habt ihr noch, wenn wir die Wheelbase jetzt oberseitig hier angucken? Da seht ihr oberseitig diese feinen kleinen Gewindelöcher hier angebracht.
und über diese Gewindelöcher könnt ihr die Haltebrackets der Dashboard-Halterung montieren und dann eben dieses Dashboard hier rückseitig anschließen und verwenden. Ihr habt vorderseitig keine weiteren Anschlüsse mehr. Ihr seht lediglich vorderseitig hier oberhalb des Quick Releases eine LED, die dann leuchtet in Blau, wenn die Moser R9 Wheelbase eingeschalten ist. Wie sieht es unterseitig aus mit der Montage? Unterseitig habt ihr ein 4-Loch-Bild. Da sind die 4 Schrauben, 4 M6-Schrauben beigepackt. Dieses Lochbild hat dieselben Abmessungen, dieselben Lochabstände, wie wir das von Fanatec Podium beispielsweise kennen. Beachtet hier, dass ihr die beigelegten Schrauben verwendet. Die sind sehr kurz. Ihr habt eine relativ geringe Gewindetiefe. Die messe ich euch jetzt nochmal hier raus. Das heißt, diese Gewindetiefe der M6 Gewinde, die liegt bei lediglich, was sind das, 8 mm in etwa. Das heißt, verwendet wirklich kurze beigepackte Schrauben, um dieses Ding dann ordnungsgemäß an eurer Rig-Konstruktion zu fixieren. Ein weiterer Aspekt, wenn du jetzt hier an der Motorachse drehst, du spürst diese leichten Abstufungen, das sind diese innenliegenden Magneten, das ist ganz normal, brauchst du dich nicht schrecken, dass du hier leichte Widerstände spürst und so ein leichtes Einrastfeedback, das ist ganz normal hinsichtlich dieser Technologie. Du hast hier vorderseitig die Übertragung dieser flachen sozusagen Pins bezüglich des Stroms und die ganzen anderen Sachen vom Lenkrad über die Wheelbase, die ganze Kommunikation, das funktioniert dann drahtlos direkt mit einem verbauten Empfänger bzw. Sender. In Sachen Optik siehst du hier vorderseitig dieses Moser Branding und seitlich an diesem Kühlrippendesign siehst du diesen Moser Schriftzug groß aufgedruckt. Was siehst du noch? Hier rückseitig in die Kunststoffabdeckung eingebracht das Moser Racing Logo. Und das war es auch jetzt schon mit dem Überblick über diese Moser R9 Wheelbase. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, Technik, Abmessungen, Ausstattungen des GS-Lenkrads, am besten wieder live und direkt. Weiter geht's mit dem Moser Racing GS-Lenkrad. Ihr habt ein Lenkrad im GT-Stil, klassischer GT-Style, unten flach, oben flach und hier mit der goldenen Mitte der Griffweite, das heißt des Durchmessers von 30 cm, gucken wir da nochmal nach. Ein paar technische Details zu diesem Lenkrad. Ihr habt, wie bereits erwähnt, eben diese 30 cm Außendurchmesser. Und wenn wir jetzt zu dem Gewicht kommen, ihr habt ein relativ schweres GT-Wheel, hier samt Quick Release von, ich hoffe ihr seht das, von 1628 Gramm. Das ist schon ein ordentliches Gewicht, das dieses Lenkrad mit dem sehr massiven, schweren Moser Quick Release an den Start bringt. Weiter geht es mit dem Button-Feedback bzw. der Betätigungskraft sämtlicher Buttons und der Schaltmechanik. Ihr habt Buttons, die unterscheiden sich zu den meisten gängigen Buttons von Lenkrädern, die so einen kurzen Druckpunkt haben, Klack ein, Klack aus. Hier habt ihr eher so das Gefühl, so diese Haptik, das ist schwer zu erklären, von so einem Schalter mit so einem Weg. Das heißt, ihr habt über diesen gesamten Weg einen Widerstand, wenn ihr diese Buttons betätigt. Ihr habt eine Auslösekraft dieser Dinger von, messen wir das schnell mal hier raus, bis zur Endlage von um die 600 Gramm würde ich jetzt sagen. Schauen wir noch mal durch. 500 Gramm, schwer rauszumessen, weil dieser klar definierte Klick hier nicht am Start ist. Ihr seht das hier, wir sind um die 500 Gramm Auslösefeedback. Ihr habt, jetzt gucken wir noch mal, ob das ist konsistent, gleichbleibend über alle Buttons hinweg. Hier bei den Thumb-Encodern, da habt ihr eine sehr klare Rasterung am Start. Das heißt, ihr müsst mit einer ordentlichen, bewussten Kraft diese Thumb-Encoder betätigen, um diese entsprechend auszulösen. Und ich hoffe, ihr hört das. Ich halte das jetzt nochmal hier an mein Mikrofon. Ihr habt eine sehr klar hörbare Rasterung. Bei den Buttons, da hört ihr dieses Button-Feedback. Und für euch wichtig, ihr könnt diese Thumb-Encoder
hier auch drücken und entsprechend belegen. Das heißt, einmal gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn und einmal Push-Button zur Belegung. Dann kommen wir kurz zu dem Layout, zu der ganzen Ausstattung dieses Lenkrads. Ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5 Buttons, die ihr belegen könnt. Ihr habt einen Joystick, den ihr mit links, rechts, oben, unten und auch mit Drücken belegen könnt. Ihr habt die soeben erwähnten Thumb-Encoder. Dann mittig 5 Drehschalter mit links, rechts belegbar und links nochmal dasselbe Schema. Dann habt ihr oberseitig dieses Moser Racing Brandings das Drehzahlband eingelassen, das ihr dann in der Software entsprechend anpassen könnt. Und auf der Rückseite im Lieferumfang mit bei bzw. bereits vormontiert den Quick Release. Ihr habt dann rückseitig die entsprechenden Schaltpedals, Upshift, Downshift, rauf und runter schalten und darunter belegbare analoge Pedals für die Launch Control oder beispielsweise du kannst diese auch belegen mit Achsen wie Gasbremse, Kupplung, Handbremse, ganz nach deinen Präferenzen. Wie sieht es aus mit dem Feedback der Schaltmechanik auf der Rückseite? Das gucken wir uns hier jetzt nochmal an. Ihr habt ein kräftiges, mittelkräftiges Auslösefeedback, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Wenn ihr hier über die Pedals rangeht von 1200 Gramm in etwa, ja, ich würde sagen um die 1200 Gramm Auslösefeedback der Schaltmechanik und bei den Analog-Pedals über die Feder habt ihr aus der Ausgangslage um die 250 Gramm, bis sich dieses Ding zu bewegen beginnt und hin zur Endlage seid ihr bei ungefähr 750 Gramm angelangt. Was gibt es für euch noch rauszumessen? Ihr hört dies im Originalzustand, habt ihr eine sehr laute, sehr knackige, ungedämpfte Schaltmechanik. Die könnt ihr mit den beigelegten Pads dann dämpfen. Das gucken wir uns dann auch noch an, welche Auswirkungen dies hat, aber zuerst einmal der Originalzustand und wenn ich dies jetzt rausmesse aus unmittelbarer Entfernung, dann sind wir, gebt mir kurz einen Moment, ich hoffe ihr seht das hier in der Cam, ich drehe mal das zu euch jetzt, aus unmittelbarer Entfernung das könnt ihr gut hören, da sind wir bei gut 80 Dezibel. Das eignet sich nicht, wenn jetzt neben dir einer in Ruhe Fernsehen gucken möchte, gar nicht im Schlafzimmer oder sonst wo. Mit hellhörigen Wänden kann auch dies zum Problem werden. Das heißt, dann wirst du diese beigelegten Pads verwenden, um dieses Ding auf jeden Fall zu dämmen. Wir gucken uns dann in Kürze die Auswirkungen dessen an. Gucken wir uns den Umbau bzw. die Installation des Magnetic Pedal Mute Pad, das heißt dieses geräuschmindernden Pads, miteinander an und sehen wir, ob dies auch relativ frickelfrei und einfach funktioniert. Ich habe beim Lenkrad beigepackt, hier in so einem kleinen Plastikbeutel, einen Mini-Inbus und dann habt ihr diese Klebepads. Ich zeige euch die mal, ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera gut erkennen. Das sind so mehrere Klebepads, die ihr dann hier ablösen könnt. Das heißt, wir schnappen uns jetzt das Moser Lenkrad, legt etwas unter, wenn ihr auf einem harten, so wie ich jetzt, Glastisch hier unterwegs seid, um eure Vorderseite zu schützen. Und jetzt seht ihr, an dieser Seite habt ihr die entsprechenden Inbusschrauben. Ich schnappe jetzt mal die Seite nicht der analogen Pedals, sondern der entsprechenden Shifter Pedals. Okay, ich gebe jetzt den Tipp hier nochmal, die Schraube auf der Magnetic Pedal Seite einzuschrauben und lasst hier noch einen kleinen Abstand und dann drückt ihr direkt über den Inbusschlüssel etwas nach innen hinein. Ihr bekommt dann, ich hoffe das gelingt mir jetzt auch, ihr bekommt dann den Bolzen hier etwas rausgedrückt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt erkannt über die Cam. Den Bolzen jetzt etwas rausgedrückt bekommen. An dieser Stelle lösen wir die Schraube komplett, damit wir das Schaltpedal
Pedal bzw. den Schaltarm ausbauen können. Hier jetzt nochmal gelöstes Ding. Und dann versuchen wir den Bolzen nochmal etwas weiter durchzudrücken. Ihr seht, das gelingt jetzt auch. Und drückt diesen jetzt nicht ganz raus, sondern nur in den Bereich, um eben diesen Schaltarm des Shifter-Pedals entfernen zu können. Das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Und ihr seht, jetzt können wir den Schaltarm relativ einfach ausbauen. Dann könnt ihr den Schaltarm relativ gut hier rausziehen. Und jetzt geht es darum, hier diese Kontaktstellen zu dämmen. Das heißt, hier habt ihr die Kontaktstelle und hier an der Unterseite. Und jetzt werden wir untersuchen, ob sich diese Adaption auch in der Geräuschkulisse niederschlägt. Vergesst beim Zusammenbau wiederum nicht auf diese Kunststoffeinsätze, auf diese Kunststoffhülsen. Hier wieder eingefädelt. Jetzt drückt ihr den Haltebolzen hier durch. Schraube mit Messingscheibe wieder ansetzen, einschrauben, macht das Ganze nicht mit Gewalt. Hier hochkant genügt locker, hier habt ihr keine großartigen Kräfte drauf. Hier einmal festgezogen und hier auf der anderen Seite nochmal kontrolliert. Und jetzt sollte diese Schaltmechanik geräuschmäßig deutlich entschärft sein. Jetzt sind wir gespannt. Und ihr habt einen mega Unterschied von der Geräuschkulisse. Ihr habt jetzt eine super gedämpfte Schaltmechanik, wenn ihr hellhörige Wohnungen habt oder jemand neben dir im Wohnzimmer in Ruhe Fernsehen gucken möchte und hört mal den Unterschied hier. Ich halte das nochmal zu meinem Mic. Originalzustand über 80 Dezibel und gedämpft wesentlich leiser. Wir messen das jetzt hier nochmal kurz raus. Hier jetzt nochmal aus unmittelbarer Entfernung, original und gedämpft sind wir bei unter 70 Dezibel, 68 Dezibel. Das fühlt sich gefühlt 5-mal so laut an wie in diesem gedämpften Zustand und in meinen Augen, mir persönlich ist dieser Originalzustand zu martialisch. Ich mag dieses klare Klickern, dieses laute Klackern, dieser Shifter generell, aber das ist für mich schon nahezu an der Schmerzgrenze. Das heißt, ich empfehle, das kann ich jetzt schon sagen, vor dem Fazit, diesen Umbau unbedingt. Ein paar Abmessungen vom Lenkrad noch, die ich euch schuldig bin. Wie gesagt, 30 cm Durchmesser. Ihr habt in der Höhe 140, bei den Griffflächen um die 160 mm. Ihr habt eine Tiefe des Lenkrads oder Länge, je nachdem, von inklusive Quick Release 95 mm in etwa und mit den überstehenden Buttons der Seite bei 110, 115 mm in etwa. Noch ein paar Details genauer rausgemessen bezüglich der Buttons. Ihr habt einen Durchmesser von 12 mm, das heißt, die sind eher groß. Ihr habt Thumb-Encoder hier rausgemessen. Die haben einen griffigen, relativ großen Durchmesser, um die 2 cm. Ihr habt diese mittigen Drehschalter, diese Knöpfe mit einem Durchmesser von 18 mm. Und was gibt es für euch noch Wichtiges? Ja, ihr seht das hier, eine Frontplatte aus Carbon. Ihr seht diese Carbon Layer. Das ist eine sehr massive Frontplatte von 5 mm Dicke. Ihr könnt erkennen in Sachen Materialstärken auch diese Carbon Pedals bzw. die Pedals für die Schaltmechanik und die analogen Pedals. Das sind Dreier, das sind 3 mm dicke Carbon Pedals mit jede Menge Layer, 15, 19 Layern. In Sachen Materialauswahl fällt euch auf, ihr habt diese Drehschalter aus Aluminium, sprich aus Metall. Ihr habt die üblichen Kunststoff-Buttons, die hintergrundbeleuchtet sind. Ihr habt bei den Thumb-Encodern, das sind in meinen Augen
irrsinnig schwer, das rauszuspüren. Ihr habt auch bei den Thumb-Encodern Metall, Aluminium, sehr hochwertig. Rückseitig, wie gesagt, diese Carbon-Pedals. Die Aufnahme der Schaltmechanik ist komplett aus Metall. Das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr habt diese Messingbuchsen. Was kann ich euch noch erzählen? Der Quick Release selbstverständlich ebenso aus Metall. Das Gehäuse hier aus Kunststoff. Und die Griffflächen entsprechend hier aus Alcantara, mit Alcantara überzogen. Ihr habt saubere Verarbeitung hier an den Nahtstellen, nach innen gehend mit dieser Abdeckung. Und das soll es nun gewesen sein von dem ersten groben Überblick bzw. den technischen Details bezüglich des Moser Racing GS Wheels. Kapitel Nummer 10: Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase besteht aus Metall und wird stirnseitig mit Kunststoff-Gehäuseteilen abgeschlossen. Haptisch fühlt sich alles sehr sauber und massiv an. Der Quick Release der Wheelbase ist aus Metall ausgeführt und fühlt sich ebenso massiv und für so eine kompakte Wheelbase sehr wuchtig an, entsprechend den Dimensionen. Die Stecker rasten satt in den Buchsen ein und sitzen ordentlich. Die R9 Wheelbase ist extrem kompakt und fühlt sich mittelmäßig schwer an, wenn man diese in Händen hält. Beim Lenkrad kommt ein Materialmix bestehend aus Metall, Carbon und Alcantara sowie Kunststoff zum Einsatz. Das Lenkrad ist mit Alcantara überzogen und fühlt sich griffig an. Die Buttonplate besteht aus Forged Carbon, dem geschmiedeten Carbon, und auch dieses hinterlässt einen sehr soliden Eindruck, gleich wie die Schaltmechanik. Einzig seitlich ist ein Spiel der Mechanik auszumachen. Die Buttons rasten ähnlich einem Schalter ein und haben einen längeren Betätigungsweg als die üblich gewohnten Buttons. Das Einrastfeedback der Drehschalter und Thumb-Encoder fühlt sich sehr gut an, ebenso der Druckpunkt bei den Thumb-Encodern, da ihr die auch von der Seite her drücken könnt. Kapitel Nummer 11: Die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut Wohnzimmer, sogar Schlafzimmer tauglich, auch wenn jemand neben dir Fernsehen gucken möchte oder schlafen will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit keinerlei Geräusche von sich gibt. Die Schaltmechanik des GS-Wheels ist mit über 80 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung sehr laut hörbar und somit das einzige, was akustisch von diesem Bundle wahrzunehmen ist. Mit den beiliegenden Pads gedämpft reduziert sich der Geräuschpegel auf 68 Dezibel und wird drastisch gedämpft, damit wohnzimmertauglich, wenn du auf Mitbewohner Rücksicht nehmen willst oder musst. Kapitel Nummer 12: Ein subjektives Kapitel, die Optik. Die in schwarz gehaltene R9 Wheelbase wirkt sehr kompakt und sportlich und der seitlich aufgedruckte Moser-Schriftzug springt ins Auge. Der extrem wuchtige Quick Release wirkt halb so groß wie das gesamte Gehäuse. Das Kühlrippendesign und die geschwungene Form lockern das Erscheinungsbild auf. Rein subjektiv betrachtet gefällt mir die R9 Base sehr gut. Die Option des weißen Gehäuses finde ich sehr interessant. Beim GS-Lenkrad dominiert der üppig ausgestattete Ersteindruck. Viele Buttons, Thumb-Encoder und Drehschalter, die prägen das Erscheinungsbild. Das durchgehend schwarze Design mit Farbakzenten ist in meinen Augen gut umgesetzt und gelungen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, das ist die Software und die App. An dieser Stelle sehen wir uns alle Details am besten wieder live am Rig an, damit ich euch alles genauestens erklären kann. In Sachen Software hat sich verglichen mit dem R16 Review vor einem halben Jahr kaum etwas geändert. Das Ding wurde weiterentwickelt. Ihr habt den One-Click-Update-Modus, der wunderbar funktioniert, auch nach mehreren Monaten. Einen Klick drauf, alles abgedatet und ich war in 1-2 Minuten wieder ready to go. Gucken wir uns das alles in der Reihe nochmal durch. Ihr habt die Möglichkeit, dies wiederum über eine App zu bewerkstelligen. Ich habe euch das damals mit dem Tablet gezeigt, heute mit dem Handy. Das heißt, ihr ladet die Moser Racing App herunter. Über Bluetooth wird dieses Ding dann verbunden und hier über Enter the Car habt ihr diverse Anpassungen. Die sehen wir uns dann gleich in Kürze an. Gehen wir zuerst die Software direkt über den Desktop an. Ihr habt hier in diesem Starthaus nochmal eure Peripherie aufgelistet, das GS Steering Wheel, hier auf der linken Seite dann die R9 Base und darunter Moser Pedale, die ich nicht im Testeinsatz habe. Nächster Button, ihr habt jetzt die Basic Settings der Wheelbase, ein Maximum
Limit Steering Angle. Bin jetzt in Race Room mit 540 Grad unterwegs gewesen. Ich habe die Road Sensitivity hier voll raufgedreht. Ich mag diese Fahrbahneffekte hier rauszuspüren. Ihr habt klarerweise die Schnellanwahltasten mit 360, 720, 900 oder ihr könnt diese manuell etwas tweaken. In Sachen Game Force Feedback Intensity bin ich auf 100% hochgegangen. Maximum Speed of Steering Wheel, das war Default 40%, das finde ich sehr angenehm. Keine Mechanical Back to Strength, das heißt diese mechanische Mittelstellungskraft ausgeschalten, kein mechanisches Dämpfen, das möchte ich auch nicht, habe ich auch rausgenommen. Bei den Advanced Settings, was gibt es für euch noch Wichtiges zu sagen? Soft Limit Strength, das heißt, wenn ihr an den Endanschlag eures Drehwinkels geht, wie stark ihr den spürt, hier soft, mittel oder eben hart. Weitere Werte mit der Reibung, der inneren Reibung oder der mechanischen Reibung, hier, die habe ich Default auf 100% und Mechanical Friction auf 25% gelassen. Und ihr habt ein geschwindigkeitsabhängiges Dämpfen, das heißt, um das Oszillieren bei Highspeed auf einer Geraden zu vermeiden, das könnt ihr hier eben wiederum einstellen. Das heißt zum Beispiel das Start Point of Speed, Dependent Dampening, das heißt der Anfangspunkt des geschwindigkeitsabhängiges Dämpfen, der beginnt bei mir bei 90 km/h, da setzt dieses leicht ein und dann lasse ich je nachdem mit steigender Geschwindigkeit bis zu 100% mehr Dämpfung am Lenkrad zu. Dann habt ihr den Force Feedback Equalizer, auch mit diesem könnt ihr dann die entsprechenden Bandbreiten dieser Frequenzen, tiefe Frequenzen, also tiefe Vibrationen, Frequenzen bis zu hohe, manuell tweaken. Ihr könnt dann diese einzelnen Parameter entsprechend rauf, runter ziehen. Ich persönlich muss sagen, dass ich mit diesem Default-Setup sehr gut gefahren bin und diese manuelle Tweakerei auch schon beim R16 Review damals vor einem halben Jahr, ja, das ist ein netter Fun-Fact in meinen Augen. Da könnt ihr euch damit beschäftigen, wenn ihr noch Feinheiten raustweaken wollt. Großartig vieles dürft ihr euch davon aber in meinen Augen nicht erwarten. Sehen wir einen Überblick über das Lenkrad. Ihr habt hier sehr interessant für euch die Steering Wheel Settings. Wenn ihr auf Key Combination Description für die Erklärung der Keys, dann habt ihr hier diverse Hotkeys, die ihr dann drücken könnt und Effekte auslösen. Das heißt, ihr könnt direkt über das Lenkrad mit einer Tastenkombination den Drehwinkel ändern. Das heißt, ihr spart euch dann den Griff zur App oder ins Menü. 360, 45, 27 und 900 Grad. Und ein weiteres Beispiel bezüglich der Button Color dieser Farben, das seht ihr hier. Toggle Button Color, press both thumb knobs simultaneously. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Thumb Encoder, die könnt ihr auch drücken. Die haben eine Push-Funktion und wenn ihr diese jetzt beide gleichzeitig etwas gedrückt haltet, guckt hier mal auf den LED-Stripe, dann könnt ihr die Farben über jeweiliges Drücken in der Schleife durchschalten. Ihr seht hier ein Violett, ein Dunkelviolett, Weiß, Rot, Gelb, ein Grün, noch eine Grünabstufung und ich gehe hier wieder auf diese gelbe Farbe und das könnt ihr so mit jedem Knopf machen. Das seht ihr hier, ihr schaltet diese durch, stellt eure gewünschte Farbe ein. Ich finde das cool gelöst. Und wenn ihr dann nochmal die Thumb Encoder kurz gedrückt hält, dann sind diese Button bzw. dieses LED-Setup der Buttons abgespeichert. Cooles Setup, wichtig für euch. Guckt in diese Hotkeys hier rein, was diese bedeuten, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt den Dual Clutch Pedal Mode verstellen, hiermit beide Achsen kombinieren oder Axis Split. Das heißt, seht ihr hier Axis Split, linker oder rechter oder eben kombinieren. Für euch interessant, ihr könnt auch mit diesem Lenkrad über die Analog Pedals, wenn ihr vom Bewegungsapparat eingeschränkt seid, eure Füße nicht verwenden könnt, um Pedale zu bedienen, könnt ihr mit diesem Lenkrad wunderbar mit links die Bremse belegen, rechts das Gas belegen, auf der Rennstrecke unterwegs sein, ohne Pedale im Einsatz haben zu müssen. Ihr könnt die Eigenschaften des Stick Modes verändern, das heißt zwischen einem Button oder einem D-Pad.
Auch das ist möglich. Ihr könnt Einstellungen bezüglich des RPM-Indikators setzen, entweder die drehzahlabhängige Anzeige, so wie ich dies jetzt im Rennen verwendet habe. Ihr könnt diesen Streifen komplett ausschalten oder auf Dauerbeleuchtung hier angezeigt lassen. Ihr habt hier die Einstellungen, das habe ich im Moser R16 Review nochmal genauestens erklärt. Guckt bei Bedarf dann nochmal rein. Ihr habt die drehzahlabhängigen Schwellen in Prozenten, je nachdem welcher Farbbalken dann zu leuchten beginnt. Auch das könnt ihr einstellen. Und ihr habt die Brightness, die Helligkeit dieses Streifens. Setzen wir das mal hier runter. Ja, dann ist das sehr gedimmt, auch der Buttons. Oder hier hoch auf 100%, dann habt ihr die volle Beleuchtung am Start. Pedale haben wir nicht am Start, das sehen wir aber in der Vorschau. Ihr habt diverse Kurven, die ihr einstellen könnt. Ich muss mal gucken, ob ich an Moser Racing Pedale rankomme. Ein Dashboard, das habt ihr auch auf dem R16 Review im Februar genauestens erklärt gehabt. Da habe ich dieses integrierte Dashboard für euch mit reviewed. Ihr habt die Wolke, die euch zeigt bezüglich der Versionen der aktuellsten Firmware. Das seht ihr hier, Version Checking, der latest Firmware. Hier habe ich klarerweise alles aktualisiert und Stand August bin ich mit der R9 Base mit Wheelbase Firmware V12068, GS Wheel 12040 unterwegs. Dann habt ihr hier noch so Default-Settings mit Spracheinstellungen, nochmal Check for Updates. Ihr habt Recovery and Reset, da könnt ihr auch diverse Sachen einstellen. Klickt euch hier nochmal durch. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel Nummer 14, das ist der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest war ich überwiegend mit meinen gängigen Anwendungen Assetto Corsa Competizione, Formula 1 2021, Automobilista 2, Project Cars 2, Race Room und R-Factor 2 unterwegs. Üblicherweise bin ich via VR Virtual Reality unterwegs, wenn ein Support gegeben ist. Für die Aufnahmen meiner Videos nutze ich der Einfachheit halber meinen 32:9 Monitor. Die Moser R9 Wheelbase ist in diesem Review an einem RaceX Rig verbaut und die Motion wird von Simrig SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen RaceX Seat. Die Pedale, Handbrake und der sequentielle Shifter kommen in diesem Review von 3D Wrap. Gehen wir an dieser Stelle wieder live ans Rig. Im heutigen Rennstreckentest nehme ich euch live eine Runde Nordschleife mit einem Corvette GT3 mit. Da besprechen wir nochmal alles, was mir auf diesen vielen Testrunden mit diesem Moser Bundle aufgefallen ist. Eines vorweg, wenn ihr losstartet mit diesem Moser GS Wheel, ihr spürt eine sehr angenehme Griffhaltung. Das heißt, dieser Durchmesser von 30 cm des GS Wheels, der ist komfortabel, der liegt komfortabel in der Hand und vor allem in Sachen Langstreckentauglichkeit mit euren Handgelenken. Wenn ihr so ein sehr kleines Formula Wheel am Start habt oder hättet, dann kommen eure Hände weiter hier nach innen und ihr habt oft so einen Knick im Handgelenk. Das habt ihr bei einem Lenkrad der goldenen Mitte, 30 cm Durchmesser, wie hier mit diesem Moser Racing GS Wheel auf keinen Fall. Was ihr jetzt noch hören könnt, ich habe jetzt die Shifter noch ungedämpft gelassen. Die sind einfach sehr laut, das merkt ihr. Seid ihr in einer ruhigen Umgebung unterwegs, dann verwendet auf jeden Fall diese gezeigten Klebepads, um dieses Geräusch zu minimieren. Auf meinen vielen Testrunden ist mir aufgefallen, dass alles völlig lagfrei, ohne Abstürze, ohne Ghost Shifts, ohne Abstürze der Software gelaufen ist. Auch hier hat Moser Racing, genauso wie damals beim R16 Review, einen super Job gemacht. Alles läuft wunderbar, Plug and Play, absturzfrei, problemlos. Was dir auch auf den ersten Metern auffällt, ist die absolut spielfreie Verbindung hier zwischen der Wheelbase und eben dem Quick Release. Ihr merkt jetzt, wenn ich hier zum Beispiel die Curbs so anfahre, hier so über den Curb innen drüber und seitlich hier ein wenig durchs Gemüse, das könnt ihr vielleicht hören. Ihr habt über den Quick Release absolut keine Geräusche. Keine Geräusche, die ihr über die Wheelbase wahrnehmt, kein Klackern, kein Wackeln, kein Rütteln, egal wie rau oder wie kräftig die Effekte sind. In Sachen Power, ich habe euch
Ich hoffe, ich bekomme das hier über die Cam eingeblendet. Wartet mal. Ich blende euch hier meinen Force Feedback Meter ein. Das sind diese gewellten Linien, die kennt ihr auch aus meinem Kanal. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Und ihr seht, ich habe die Moser R9 Wheelbase ziemlich am Anschlag der maximalen 9 Newtonmeter eingestellt, um so minimalstes Clipping nur zuzulassen, um die Effekte möglichst perfekt abbilden zu können. Ihr seht das hier in so einer Kurve. Das Force Feedback baut sich auf bis rauf zur roten Linie. Sollte im Idealfall sehr selten hier darüber gehen. Kleine Ausnahmen sind okay, um nicht die Effekte unnötig abzuschneiden. Das heißt, ich nutze hier die volle Bandbreite der 9 Newtonmeter aus und kann euch rückmelden, dies fühlt sich auf der Rennstrecke ordentlich kräftig an. Ihr dürft das jetzt nicht mit einer Hardcore Power vergleichen, wenn ihr mit Wheelbases von 15 Newtonmeter aufwärts unterwegs seid, aber die Moser R9 bringt mit diesen knapp 10 Newtonmeter genügend Power hier an das 30 cm große GS-Lenkrad. Lasst mich jetzt nochmal konzentrieren, wie es ist mit diesen ganzen Fahrbahneffekten. Ich habe das Default-Setup fast unverändert gelassen. Ich finde, die Abstimmung ist dahingehend sehr gut. Kommen wir jetzt mal in Richtung Karussell. Hier etwas links über die Curbs. Auch hier spüre ich die Curbs, das ist feine Ruckeln. Und hier im Karussell auch wunderbar diese Abstufungen dieser Betonplatten. Auch das ist in meinen Augen oder in meinen Armen gut rauszufühlen. Ich drehe hier den Force Feedback Multiplier direkt übers Lenkrad etwas runter, die Power, um nur minimalst Clipping zu provozieren. Reden und Rennfahren, ihr wisst, keine meiner großen Stärken. Jetzt ein paar schnelle Kurven, die ich jetzt nochmal auf mich wirken lasse. Hier über die Curbs drüber. Auch hier innenseitig diese feinen Abstufungen des Asphalts oder dieser Pflastersteine. Auch die könnt ihr übers Lenkrad gut rausspüren. Ich finde, hier hat Moser Racing in dem letzten halben Jahr einen Schritt gemacht. Ich war seit dem R16 Review im Februar 2022 war dies, dann länger nicht mehr mit der Moser unterwegs und jetzt ein halbes Jahr später wieder und kann euch rückmelden, es wurden feinere Effekte rausgearbeitet. Das heißt, offensichtlich wurde das Force Feedback auch hier, diese Bodenwelle gut rauszuspüren. Offensichtlich wurde das Force Feedback gut überarbeitet, perfektioniert, super abgestimmt in meinen Augen. Und ich würde dies als sehr neutral out of box bezeichnen. Das heißt, wenn ihr diese Wheelbase in Betrieb nehmt, habt ihr absolut keinen Frickelaufwand, um hier ein zufriedenstellendes Force Feedback Verhalten an den Start zu bringen. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn ihr eine Wheelbase ordert, dass ich dieses Ding anschließe. Nummer 1, Plug and Play funktionieren muss und Nummer 2, dass die Performance auf der Strecke bereits auf den ersten Metern, ohne lang mit den Reglern rumspielen zu müssen, das abliefert, was ich mir von der Direct Drive Wheelbase einfach erwarte. Ich habe hier minimalste Dämpfung drauf, mit dem Oszillieren nahezu keine Probleme. Hier könntest du mit der Dämpfung noch ein paar Prozent draufgehen. Ich glaube, ich habe in dem Moment um die 20% Dämpfung drauf. Auch hier in meinen Augen alles im grünen Bereich. Das soll es nun gewesen sein mit einer Runde Nordschleife, nochmal mit meinen Live-Erfahrungen. Und ich würde sagen, wir biegen ab auf die Zielgerade. Raus aus dem Rig und noch ein paar Worte über meine Testrunden. Ein wichtiger Aspekt ist, dass alles stabil und ohne Systemabstürze abgelaufen ist. Ebenso die Einbindung der App lief Plug and Play völlig problemlos. Gleiches gilt für das Force Feedback, welches ohne Aussetzer funktionierte. Ebenso unter die Lupe genommen habe ich die Schalteinheit, die ohne Aussetzer und Ghost Shifts in meinen Tests funktionierte. Moser stimmt die R9 Wheelbase eher neutral ab.
Seit dem damaligen R16 Review vor einem halben Jahr wurde aber weiter an dem Force Feedback gefeilt. Effekte kommen in meinen Augen nun etwas klarer zur Geltung. Kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 15, die Nachteile. Das Gewicht des GS-Lenkrads von über 1,6 Kilogramm ist für ein Lenkrad dieser Größe aufgrund des sehr massiven Quick Releases als eher schwer einzustufen. Zweiter negativer Aspekt ist die glatte Ausführung der Thumb Encoder. Hier hätte ich mir eine rauere Oberfläche und somit mehr Griffigkeit für die Daumen gewünscht. Ein weiterer negativer Aspekt ist der Betätigungsweg der analogen Pedals, welcher an der untersten Grenze liegt. Dafür sind die Dinger halt wiederum sehr gut erreichbar. Und die Schaltmechanik sollte im Originalzustand bereits mit angebrachten Klebepads für die Geräuschdämmung ausgeliefert werden. Ansonsten ist die Akustik wohl für die meisten Anwender im Heimbereich zu martialisch. Bei Bedarf kann dann der sehr puristische Anwender die Pads ja sehr schnell abziehen und entfernen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 16, die neutralen Aspekte. Der Preis von knapp 500 € für das GS-Wheel geht gerade noch als neutral für mich durch und ist im Gegensatz zur eher neuen Wheelbase gefühlt ein paar Euronen zu teuer. Das seitliche Spiel der Schaltmechanik bewerte ich als ebenso neutral. Dies beeinflusst nicht die Performance auf der Rennstrecke, aber gerade bei diesem durch die Bank hochwertigen und teuren Lenkrad hätte ich mir Distanzbuchsen aus Messing und nicht aus Kunststoff gewünscht. Beim Einsatz der Materialien hätte ich mir in diesem Preisbereich auf den Verzicht von Kunststoff bei den Button-Einfassungen gewünscht. Und letzter neutraler Aspekt ist das Ökosystem. Noch vor einem halben Jahr beim R16 Review war dieser Punkt den Nachteilen zugeordnet. Aber mittlerweile hat Moser Racing nachgezogen und deckt mit 3 Wheelbases, unterschiedlichen Lenkrädern, Dashboards und Pedalen eine zufriedenstellende Bandbreite ab. Wünschenswert wären in meinen Augen noch Lenkräder im Einstiegspreisbereich. Kommen wir zu Kapitel Nummer 17, das sind die positiven Aspekte. In Sachen Verarbeitung und Materialwahl lässt Moser Racing in meinen Augen keine Zweifel aufkommen. 3 mm dicke Carbon-Pedals, eine hochmassive Buttonplate und sinnvoll angeordnete Bedienelemente sind die Grundlage für ein hochwertiges GS-Lenkrad. Eine üppige Ausstattung und das tolle Feedback der Thumb Encoder, die sogar gedrückt werden können, rundet ein hochwertig ausgestattetes Lenkrad ab. Das LED-Drehzahlband ist gut implementiert und sinnvoll anpassbar. Die Haptik und Verarbeitung des mit Alcantara überzogenen Lenkradkranz ist ebenso einwandfrei. In Sachen Wheelbase ist die Kraft von 9 Newtonmeter als kräftig für den DD-Einstiegsbereich zu bezeichnen und geht im Betrieb tendenziell sogar Richtung 9,5 bis knapp 10 Newtonmeter Drehmoment, die ich rausgemessen habe. In Sachen Montage positiv zu erwähnen ist, dass Moser das Fanatec Lochbild übernimmt und somit ist die Kompatibilität mit den gängigen Rigs von Haus aus gegeben, ohne die Bohrmaschine einsetzen zu müssen. Den Quick Release beurteile ich als den bis dato besten aller meiner bisher getesteten Wheelbases. Das habe ich euch bereits beim R16 Review rückgemeldet. Die Bedienbarkeit ist super einfach und mit einem satten Klacken sitzt das Lenkrad bombenfest auf der Motorachse. Der extrem dimensionierte Durchmesser und die knackige Mechanik vereinen Wheelbase und Lenkrad zu einer spielfreien Einheit. Als letzter positiver Aspekt ist die Einbindung von Smartphone oder Tablet via App. Die Bedienbarkeit ist vorbildlich und während des Spielens sinnvoll nutzbar. Das Umschalten in Menüs oder Treiber entfällt und genauso würde ich mir dies auch flächendeckender mittlerweile von mehreren Mitbewerbern wünschen. Und letzter positiver Aspekt ist ein fairer Preis von knapp unter 500 € für eine Direct Drive Wheelbase mit einem Drehmoment von über 9 Newtonmeter. Kapitel Nummer 18, das Fazit und die Kaufempfehlung. Vor dem Fazit möchte ich darauf hinweisen, dass ihr das heute vorgestellte Bundle über einen längeren Zeitraum von jetzt an in meinem SimRacing Testcenter selbst testen und euch einen Eindruck verschaffen könnt. Buchen und besuchen heißt die Devise. Klickt bei Interesse den Link oben rechts an, um alles darüber zu erfahren. Doch zurück jetzt zum Moser R9 und GS Wheel Fazit. Moser Racing gelingt nach dem guten Erstauftritt vor einem halben Jahr mit dem R16 Bundle der nächste Schritt. Die Kombination aus R9 Wheelbase und GS Wheel wirkt gut abgestimmt und sehr durchdacht. Zusammengefasst lief über die vielen Testrunden bei mir im Haus alles Plug and Play.
In Sachen Kaufempfehlung solltest du daran denken, ein ordentliches Rig oder zumindest einen Wheelstand, einen stabilen Wheelstand zu Hause zu haben. Eine Direct Drive Wheelbase am Tisch montiert lässt einige Effekte in der Labilität der Befestigung verloren gehen und das wäre an dieser Stelle schade, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst. Als Zielgruppe spricht Moser Racing anspruchsvolle Einsteiger oder Umsteiger an, die ein Produkt abseits des Mainstreams nutzen und sich von der breiten Masse absetzen wollen. Als Kaufentscheidung kann das optional erhältliche Dashboard förderlich sein, welches in meinem R16-Test überzeugte. In Sachen Force-Feedback-Abstimmung spricht Moser Racing eine breite Zielgruppe an, die out of box gut abgestimmt unterwegs sein möchte und sich in Sachen Detailgrad weiterentwickelt hat. Wenn du die Wahl zwischen vielen Lenkrädern haben willst, musst du dich derzeit immer noch woanders umsehen, aber auch hier befindet sich Moser Racing in meinen Augen auf dem richtigen Weg. In Sachen hochmassiver Quick-Release-Verbindung, einem integrierbaren Dashboard und einer perfekten Einbindung der App bietet Moser Racing heute aber schon qualitative Features, die bei anderen Mitbewerbern nicht selbstverständlich sind. Nach dem positiven Erstauftritt der R16 freue ich mich, dass Moser Racing mit der R9 drangeblieben ist und das Portfolio erweitert hat. Ich freue mich auf den Testvergleich in Teil 2 mit Fanatec DD Pro und werde wie gewohnt ein möglichst objektives Testszenario für euch aufbereiten. Postet bitte in den Kommentaren, was ihr von der heute getesteten Moser Racing R9 und GS Wheel Combo haltet. Würde Moser Racing für dich eine Option abseits des Mainstreams sein? Und was haltet ihr von den vorgestellten Features mit integrierbarem Dashboard und der Einbindung von Smartphone bzw. Tablet? All dies würde mich wie immer brennend interessieren, feuerfrei in der Kommentarfunktion. Kapitel Nummer 19, der Ausblick. Nach diesem Review werde ich an einem Rig-Review für Einsteiger arbeiten, die auf eine mobile Lösung angewiesen sind und mit Tornet womöglich die passende Option ins Haus gestellt bekommen. In Sachen Gran Turismo 7 auf der PlayStation gibt's mittlerweile SimRig Motion Unterstützung. Wie dies sehr einfach funktioniert, das werden wir alsbald besprechen. Ein echtes Highlight bis dato in meinem Kanal. Vielen Dank fürs Dabeisein und euren großartigen Support. Danke für eure Besuche in meinem SimRacing Test Center. Es macht Spaß, euch im echten Leben zu treffen und kennenzulernen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Ron.